Hallo, mein Name ist Michael von Anuka. In diesem Video möchte ich euch einen Schnellstart für unseren neuen NAV-Plan geben. Der neue NAV-Plan kommt in der sogenannten Beta-Version als erstes ausgeliefert. Einen Zeitraum von etwa 2 Monaten möchten wir dazu nutzen, ihn weiter mit euch zu gestalten und vor allen Dingen in seiner Funktion zu stabilisieren. Deswegen dieses Video wird vielmehr ein Schnellstart sein, um die Grundfunktionen des neuen NAV-Plans kennenzulernen. Als erstes werden wir deswegen sehen, wie der NAV-Plan zu verwenden ist und aufgerufen werden kann. Den größten Mehrwert werden wir dadurch erhalten, einen NAV-Plan direkt aus einer fertigen Analyse heraus aufzurufen. Dann werden wir uns die automatischen NAV-Plan-Einstellungen anschauen und dann über eine NAV-Plan-Zusammenfassung genau verstehen, wie dieser geplant werden kann, wie dieser sich zusammensetzen kann oder auch aus Lebensmitteln entsprechend direkt geplant werden kann. Wir werden sehen, wie sich die Einkaufsliste generiert und wir geben auch als Funktion des NAV-Plans eine Preisprognose ab, was der NAV-Plan als solches an Kosten generieren wird. Dann werden wir noch sehen, wie flexibel wir NAV-Pläne entsprechend anpassen können mit frei verfügbaren Planungselementen, die über die automatisierten Planungselemente hinausgehen. Als zweite Funktion bieten wir auch eine sogenannte freie Planung an des NAV-Plans, die völlig losgelöst von einer existierenden Analyse euch auch ermöglicht, einen NAV vollständig losgelöst und flexibel zu planen. Und entlang der Vollständigkeit noch das typische Verwaltungsdashboard, wo wir auch sehen werden, wie wir den Überblick über alle NAV-Pläne behalten und entsprechend auch diese löschen können. Gewohnt starten wir in unserem Anuka-Dashboard und wie ich es bereits erwähnt habe, werden wir unseren ersten NAV-Plan über eine Analyse erstellen. Später schauen wir uns dann noch die freie Planung an, die wir hier direkt starten können. Zunächst gehe ich dazu in einer meiner verfügbaren Analysen und für bereits gespeicherte Analysen sehen wir jetzt NAV-Plan-Funktionen, die hier oben rechts sich befinden. Die vorhandenen NAV-Pläne, die zu einer Analyse erstellt wurden, werden dann hier übersichtlich gelistet. Beim Klick auf diesen Button kann ich einen neuen NAV-Plan erstellen und ich lande in die NAV-Plan-Maske. Grundsätzlich gestaltet sich die Maske sehr analog zu anderen Masken im Anuka. Das heißt, wir haben hier oben sogenannte Planungselemente in dem Kopfbereich der Maske und hier unten die Detailinformationen, in dem Fall für den NAV-Plan, wie sich die Elemente über eine Woche des Kalendertages jeweils verteilen und auch zwischen morgens, mittags und abends. Für die Planung eines Napfes unterscheiden wir unterschiedliche Planungsbasen. Zum einen können wir den Napf auf den sogenannten Rationsmix oder den Futtermittelkategorien planen oder auf die Einkaufslisteninformationen oder mit anderen Worten auch den Futtermitteln, die ich direkt aus der Analyse habe. Beides haben wir hier nochmal zur Übersicht gelistet, sowohl die Futtermittelkategorien und die Mengen, die direkt aus der Analyse mit übernommen wurden. Und auch hier die Wochenwerte mit den jeweiligen Futtermitteln, worauf die Analyse komplett basiert. Die Planungsbasis enthält darüber hinaus auch noch die Anzahl Näpfe, die ich für den Tag vorsehen möchte. Wir können bis zu 3 Näpfe an einem Tag vorsehen und für die automatische Planung oder für den automatischen Vorschlag einer Napfplanung einer Woche können wir auch noch einen Fastentag vorsehen oder nicht. Schauen wir uns noch die weiteren Felder an, bevor ich den ersten Plan automatisiert erstelle. Hier sind noch selbsterklärende Felder, Kommentare, Kurzbeschreibungen dazu. Auf die Felder bin ich auch schon eingegangen. Und vielleicht noch kurz die Preisangaben der Futtermittel, die wir hier anbieten, können zudem direkt übernommen werden. Wir nutzen diese für Preisprognosen, für Wochenwerte und je nachdem, wie viele Näpfe ich hier automatisch plane als Grundlage, wird dann auch pro Napf ein Preis letztendlich prognostiziert auf Basis der Preisangaben. Die Preise, die wir mitliefern, sind im Wesentlichen Mittelwerte. Also das heißt, das sind nicht die günstigsten Discounterwerte, allerdings auch nicht die Qualität eines Bioladens.
Dennoch unterscheiden sich sicherlich für jeden Anwender die Preise dann doch hin und wieder, und dafür bieten wir auch unter diesen Price Labels hier an, dass der Anwender ganz individuell die eigenen Preise pflegen kann, um die Preisprognose so genau wie möglich und speziell auf seinen Anwendungsfall oder den des Kunden letztendlich berechnen zu lassen. So, dann gehen wir zu unserer ersten Napfplanung. Ich entscheide mich mal für eine Futtermittelbasisplanung und möchte automatisiert vom System 2 Näpfe pro Tag planen und lass einfach mal einen Wochenplan erstellen. In der neuen Version des Napfplanes sehen wir schon, dass sich jetzt einiges getan hat. Zum einen sind die Planungselemente jetzt über der Wochenplanung gelistet. Und zum anderen beinhalten diese Planungselemente einiges an neuen Funktionalitäten. Zum einen sehen wir, dass sogenannte Füllbalken uns immer transparent aufzeigen, ob die geplante Menge des jeweiligen Futtermittels komplett in der Wochenplanung berücksichtigt wurde oder nicht. Zum anderen sehen wir hier auch in dem sogenannten Mouse-Over-Effekt, dass ich sehr schnell visuell zeigen kann, wo sich gewisse Planungselemente an welchen Kalendertagen wo befinden. Damit ist es mir auch möglich, sehr kontrolliert die Futtermittel pro Kalendertag entsprechend zu steuern, zu verschieben und entsprechend auch hinsichtlich der Mengen zu planen. Was ich auch hier bereits gemacht habe, sie unterstützen auch eine Klickfunktion. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz bequem in dem Napfplan weiterarbeiten und halte immer den kompletten Fokus auf das selektierte Element, in diesem Moment der Quark, und kann entsprechend hier mit den Elementen jetzt beliebig im Napfplan arbeiten. Dazu möchte ich einfach ganz die Drag-and-Drop-Interaktionen mal vorführen. Ich kann jedes Element hier auch aus dem Napfplan entfernen, indem ich dieses hier rüberschiebe. Ich kann sowohl die Elemente hier auch neu sortieren oder positionieren, ganz beliebig wie ich möchte. Das ist natürlich ganz flexibel gestaltbar, damit ich diesen Napf auch entsprechend so planen kann, wie ich möchte. Was man sofort sieht, sobald ich Elemente auch entferne aus dem Napfplan, und am Beispiel des Quarks sieht man es ganz gut, wird sofort der Balken hier oben gelb markiert, und er sagt, dass von den geplanten 280 Gramm nur noch 200 Gramm sich in der Wochenplanung befinden. Damit hat man jetzt auch die Möglichkeit, sehr genau zu entscheiden und hier nochmal an den Mengen zu arbeiten, um die Wochenplanungswerte tatsächlich wieder auszugleichen. Und ich möchte das mal hier machen. Ich erhöhe jetzt einfach mal die Menge und man sieht, dass sich das sofort entsprechend anpasst. Das heißt, mit dieser Funktion haben wir wirklich eine sehr gute Möglichkeit, den Napfplan entsprechend den Bedürfnissen anzupassen, zu gestalten, verschiedene Inhalts- oder Futtermittel auf verschiedene Tage auch nur zu verteilen. Was ich hier auch zeigen möchte, ist zum Beispiel auch eines unserer neuen Funktionen. Wir haben hier pro Kalendertag noch ein Kommentarfeld eingefügt. Und hier kann ich auch entlang der Planung nochmal festhalten, wenn es gewisse Fastentage geben soll. Wir unterstützen einen, können natürlich auch mehrere sein, oder auch hier mal ein ganz spezieller Fischtag, den ich vielleicht hier am Dienstag und für Samstag vorsehe. Und jetzt kann ich natürlich ganz speziell auch die jeweiligen Futtermittel so hinschieben, dass der Dienstag auch wirklich zum Fischtag wird, und kann zugleich auch noch entscheiden, ob die automatische Napfplanverteilung, die wir hier anbieten, zur automatischen Erstellung eine gute Basis dafür darstellt oder auch nicht. Und wenn wir der Meinung sind, ich mache das lieber alles gerne selber, auch die Flexibilität ist gegeben, dann trenne ich mich von der automatischen Vorschlagserstellung und beginne selber die Elemente hier oben entsprechend hier in die Kalenderplanung reinzuziehen, und man sieht schon, dass sofort sich die Mengenbalken aktualisieren, sobald ich die Elemente hier verwende. Natürlich wollen wir das nicht alles an einem Tag verwenden, werde das hier entsprechend anpassen, und dann kann ich ganz flexibel die Wochenplanung so vornehmen. Man sieht hier, solange das noch nicht
halbwegs einen sinnvollen Wert ergibt, kommen wir hier noch so ein bisschen in Textschwierigkeiten, aber wir werden sehen, sobald der Napfplan auch sinnvolle Werte annimmt, ab über 50% passt dann auch der ganze Text dann da rein, sehen wir, dass das Ganze auch abbildbar ist. Ja, ich glaube, mit der neuen Version haben wir tatsächlich eine deutlich größere Flexibilität erreicht, was wir bisher im Napfplan zur Verfügung hatten. Eines ist noch erwähnenswert. Wir sehen ja hier die Mengen aus der Analyse, die als Vorschlagswert als nächstes in den Planungselementen übernommen wurden. Diese kann ich aber beliebig nochmal anpassen. Natürlich trenne ich mich dann von meiner wohl wahrscheinlich sorgfältig geplanten Analyse und den Werten, die daraus übernommen wurden. Dennoch habe ich hier die Flexibilität zu sagen, was die Basis der Wochenplanung zum Beispiel für den Hühnermagen sein soll. Und hier kann ich jetzt auch flexibel sagen, ja okay, er ist zwar 700 Gramm laut der Analyse, ich möchte aber aus irgendwelchen Gründen 750 Gramm übernehmen. Dann sehen wir auch hier, dass die Basis jetzt dafür 750 Gramm entspricht und dementsprechend werden auch alle Berechnungen in dem Napfplan auf Basis der neuen definierten 750 Gramm vorgenommen. Damit hat man nochmal eine Flexibilität, die Analyse selbst zu übersteuern, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber man kann natürlich hier nochmal eingreifen, um gewisse Elemente entsprechend nochmal zu berücksichtigen, die in der Analyse noch keine Berücksichtigung vielleicht fanden. Ansonsten haben wir hier noch die freien Planungselemente, die sind nach wie vor hier verwendbar, wo ich hier nochmal vielleicht irgendwelche Flüssigkeiten hinzufügen kann in dem Plan, vielleicht noch ein wenig Leinöl oder so. Und dann kann ich den Napfplan völlig frei gestalten. Dann speichern wir den Napfplan einfach mal. Und was wir jetzt auch sehen, dass diese Elemente zu dem Pricing hier auch aktiv geworden sind. Sie sind blau geworden. Und wenn ich hier draufklicke, kann ich auch einen eigenen Preis letztendlich pflegen. Und wenn ich mal das Optimix Cooking hier nehme und ich habe vielleicht einen anderen Einkaufspreis, den ich hier erreichen kann, vielleicht nur 5 Euro pro 100 Gramm, dann kann ich hier mal kurz zeigen, dass sich die Preisberechnung jetzt auf den ganz speziellen Kundenpreis des Anwenders bezieht. Die Berechnungen werden komplett übernommen und entsprechend auch für den Napf abgebildet. Vielleicht zum Napf noch, welche Basis ist dafür jetzt vorgesehen? Man kann jetzt sagen, ja okay, was hat er denn jetzt hier unten geplant und was ist das hier für ein Napfwert? Ja, die Napfplanbasis ist halt die, die wir hier oben sehen. Das heißt nämlich Anzahl Näpfe pro Tag plane ich 2. Das heißt, er nimmt jetzt 7 Kalendertage mal 2 Näpfe, also 14 und dann rechnet er quasi von den 2692 Gramm 14 Näpfe, also durch 14, kommt auf 192 Gramm und dann berechnet er letztendlich für diesen Napf den Preis letztendlich aus. Deswegen, wenn hier oben was nicht stimmt und die freie, also flexible Planung möchte ich es mal nennen, selber gemacht wurde, dann bitte dran denken, wenn der Wert hier vielleicht noch nicht dem entspricht, wie unten der Napf flexibel geplant wurde mit den Tagen, einfach hier einstellen, wie viele Näpfe tatsächlich hier als Basis auch für die Berechnung genutzt werden sollen. Ja, Kopierhilfe möchte ich auch noch erwähnen. Man hat ja gerade bei der Napfplanung auch immer wiederkehrende gleiche Elemente, vielleicht auch hier in den freien Planungsbereichen. Man sieht ja, wenn man das hier runterzieht, dass dieser Text immer der gleiche ist und das kann man sich auch zunutze machen, indem man vielleicht sagt, ja okay, ich habe hier noch ein Planungselement und ich gebe vielleicht hier, was weiß ich, noch Blättermagen dazu und was weiß ich, so, machen wir mal hier 10 Gramm oder so, einfach mal zum Beispiel. Da sieht man, dass dann jetzt auch der Vorteil entsteht, wenn ich das mehrfach planen möchte, ja, dann trage ich das einfach mal hier oben ein und dann wird es auch immer gleich mit hier eingefügt und dann brauche ich das nicht manuell jedes Mal hier unten eintragen und das erleichtert schon dann die Planung für immer wiederkehrende Elemente dann doch sehr effizient.
Hinzuweisen ist vielleicht noch, was passiert mit den bisherigen Napfplänen, die erstellt wurden. Man kann die auch in der neuen Version problemlos aufrufen. Was mitunter nicht funktionieren wird, ist diese Markierungsfunktion. Sollte es dort gewünscht sein, dass die auch funktioniert, einfach den Napfplan nochmal entweder neu generieren lassen und dann neu speichern. Dann werden diese Funktionen auch unterstützt. Oder wenn man jetzt nicht unbedingt Wert auf den bisherigen Napfplan legt und sagt, hey, ich möchte auf die neuen Funktionen hier komplett aufbauen, dann einfach neu planen, den Napf und einfach speichern, dann stehen alle Funktionen, die ich hier zeige, auch zur Verfügung. Gut, dann war es das soweit von der Napfplanung aus der Analyse direkt, und zuletzt möchte ich noch zeigen, wie die freie Planung sich gestaltet. Dazu starten wir hier die freie Planung, und im Gegensatz zu der Planungsfunktion mit Referenz zur Analyse sind hier weniger Elemente zur Verfügung. Klar, es fehlen alle Referenzwerte zu einer Analyse. Das heißt, wir haben hier im Kopfbereich lediglich ein paar Kommentarfunktionen, die wir auch in der Analyse heraus schon gesehen haben. Die freien Planungselemente, die wir entlang von dem, was ich gerade eben schon gezeigt habe, auch verwenden können. Und dies kann ich natürlich genauso auch speichern, verwenden und entsprechend mir gestalten, wie ich letztendlich mag. Auch diesen möchte ich mal einfach speichern. Und abschließend noch in der Übersicht aller Napfpläne ist es auch wie gewohnt im Anuka, kriegen wir alle gelistet mit ein paar zusammenfassenden Informationen, die wir hier zusammengestellt haben, auch mit einer, insofern die Referenz da ist, mit einem direkten Absprung in die Analyse rein, die wir dann hier auch mal aufmachen können. Und wir sehen jetzt auch hier den Napfplan, den wir erstellt haben. Ich habe jetzt hier keinen Text erfasst, sonst würde hier dieser Kurztext des Napfes auch noch zu sehen sein. Und direkt aus der Analyse kann ich dann auch jederzeit den Napf wieder aufmachen. Und das ist auch noch eine neue Funktion, die sehr lohnenswert ist zu erwähnen. Der Napfplan kann jetzt auch wieder weiter editiert werden. Die Felder sind alle aktiv, um diese entsprechend wieder anzupassen. Das war bisher nicht so. Auch hier haben wir deutlich Funktionalität erweitert, um dieses auch zu ermöglichen, diesen Napfplan einfach auch sukzessiv weiter wieder anzupassen, insofern der Bedarf besteht. Ja, wir hoffen mit dem neuen Napfplan doch wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich für die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die auch dazu beigetragen haben, den Napfplan weiter wachsen zu lassen. Und von daher wünsche ich jetzt viel Spaß mit der neuen Napfplan-Version.